Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video hier seht, dann sind bereits jetzt in diesem Moment zwei neue Server online gekommen. Einmal Amerika 1 und EU 14. Wie ihr hier beide seht, habe ich mir schon jeweils einen Account erstellt, sowohl auf Amerika als auch auf EU 14. Dabei werde ich aber hauptsächlich, denke ich mal, erstmal auf Amerika spielen, weil es erstmal was Neues ist. Der Europa-Server, gut, die kennt man jetzt ja schon, da bin ich dann eher gespannt auf den Server, und wir werden natürlich auch live auf Twitch sein. Das heißt, falls ihr jetzt nach dem Video direkt rüberkommen wollt auf Twitch, da bin ich jetzt gerade live. Ich habe natürlich auch wieder einen Code für euch, und falls ihr euch fragt, ey, sag mal, ist der nur jetzt für einen Server oder für welchen Server ist der, oder hast du nur einen Code für einen Server? Nee. Ich habe diesmal einen Code für beide Server parat, das heißt für EU 14 Serverstart als auch für den ersten amerikanischen Server habe ich einen Code, und der nennt sich selbsterklärend Dorza-2 in 1. Ja, den könnt ihr sowohl auf dem amerikanischen Server einlösen, als auch auf den neuen europäischen Server. Und da wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß bei. Ihr könnt das natürlich auch wie immer sehr gerne per Rundmail in eurer Gilde teilen, damit jeder davon was hat. Allerdings sind diese Serverstart-Codes nur bis Stufe 20 einlösbar. Das heißt, ihr solltet das bis dahin eingelöst haben. Ansonsten danach sind diese leider nicht mehr gültig. Ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ansonsten gibt es interessante News zum Druiden und zum Dämonenjäger. Es wird jetzt demnächst eine Closed Beta starten, wo der Druide und der Dämonenjäger jeweils getestet werden können, und es wurden schon sehr starke Änderungen vorgenommen, wenn man das mal so sagen darf. Und da wollen wir jetzt mal reingucken, was sich da alles verändert hat. Natürlich werden wir diese auch auf dem Beta-Server spielen. Ich habe einen Key bekommen, und dort werden wir das Ganze dann mal testen. Eher den Dämonenjäger als den Druiden, weil zum Druiden habe ich wirklich fast gar keine Berührungspunkte, muss ich sagen. Deswegen könnte ich da, muss ich ganz ehrlich so sagen, gar keinen Unterschied feststellen, großartig, weil ich die Klasse fast nie gespielt habe. Aber das dazu. Close Beta Test, Anpassung an Druiden und Dämonenjäger. In dieser Beta testen wir Anpassung an der Druidenklasse. Wenn der Druide in Bärengestalt und der Gladiator aktiv ist, verursacht er jetzt mehr Schaden. Außerdem wird da in der Adlerform der Sturzflugangriff zusammen mit dem regulären Angriff ausgeführt. Der Schaden wurde jedoch auf 61% reduziert, was vorher 77,5% waren. Zusätzlich wurde ein Fehler behoben, der sicherstellt, dass kritische Treffer in Bärengestalt nun den erwarteten kritischen Schaden verursachen. Ja, an alle Druiden da draußen, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr über diese Änderung haltet, was ihr davon haltet. Und klärt mich da mal sehr gerne auf, ob ihr das nun gut findet oder nicht gut, oder was ihr in eurer Lage vielleicht machen würdet sogar. Und dann kommen wir kurz noch zum Dämonenjäger. Da ist es eher simpel gehalten, und die Klasse habe ich halt jetzt auch schon öfter gespielt, deswegen weiß ich auch, wie sie sich anfühlt in verschiedenen Situationen. Und zwar sehr gravierend: die Chance des Dämonenjägers wiederzubeleben sinkt nun nach jeder Wiederbelebung um 11%, was vorher 2% waren. Und das ist schon ein drastischer Nerf, muss man dazu sagen. Ja, der Dämonenjäger, wenn man den jetzt auf neuen Serverstarts so sieht, ist es eigentlich die Way-to-Go-Klasse für Powerpilzer, die in kürzester Zeit ein hohes Level erreichen wollen. Es ist so einer mit der stärksten Klassen, wenn es halt auch so um das Dungeons-Kloppen geht und so. Ne? Ich meine, der Berserker ist auch nicht verkehrt. Der Nekromant nimmt jetzt immer mehr an Fahrt zu, den spielen immer mehr Leute tatsächlich. Aber der Dämonenjäger war vorher auch schon immer sehr stark gewesen und ist jetzt auch nach dem Nekromant wirklich immer noch ziemlich stark. 11% hört sich für mich erstmal viel an. Ich muss einfach mal schauen, wie es dann ist, wenn es dann soweit gelauncht wurde. Ist natürlich für alle Dämonenjäger da draußen jetzt unter euch ein herber Rückschlag. Auch da würde mich sehr gerne mal eure Meinung interessieren. Da muss man auch wirklich das Ganze versuchen, neutral zu betrachten, auch wenn man jetzt selbst voreingenommen einen Dämonenjäger spielt und den als Main hat, muss man einfach dazu sagen, okay, ist meine Klasse jetzt wirklich so viel zu stark? Also
man kriegt es vielleicht selbst nicht so mit, weil man selbst vielleicht dann immer nur diese Klasse genommen hat und man ist das dann gewöhnt und dann würde man aus der eigenen Sicht natürlich sagen, nee, ist es nicht. Ne? Aber wenn man jetzt halt eben so vergangene Serverstarts und sowas anschaut, da hat man schon gesehen, dass Dämonenjäger doch schon gut dominiert haben so, und das ist ja jetzt schon lange das Gespräch, dass die Klasse halt zu stark ist. Deswegen, ja, muss man einfach mal schauen, ob das zu viel ist oder ob das, also zu wenig denke ich mal nicht, ne? Ob da noch was passiert auf jeden Fall. Wir werden es testen. Closed Beta Fakten. Um euch eine Chance zu bieten, an den Closed Beta Test teilzunehmen, werden wir einen Code verteilen, der bis zu 500 Registrierungen zulässt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn das Limit erreicht ist, wird man sich unter Umständen nicht mehr auf dem Beta-Server anmelden können. Es werden einige persönliche Zugangscodes auf Twitch und YouTube verteilt. Haltet die Augen offen. Ja, das war in der Vergangenheit auch so, dass auf Twitch und YouTube welche verteilt worden sind, aber da braucht ihr jetzt bei mir jetzt nicht drauf warten, dass ich irgendwie Codes verteile, weil ich weiß nicht, worüber die immer weggegangen sind. Die sind einfach irgendwann gelauncht worden und die ersten 500 haben halt irgendwie Glück gehabt. Auf Twitch und YouTube habe ich es jetzt bisher nicht so mitgekriegt, dass dort irgendwelche Beta-Codes rausgegangen sind. Für die Leute, die das natürlich interessiert. Ne? Die nächste Closed Beta wird am Montag, den 12. August 2024 ab 12 Uhr starten und 7 Tage lang laufen. Wir möchten mit dem Closed Beta Test herausfinden, ob die überarbeitete Version des Druiden und des Dämonenjägers gegenüber den anderen Klassen eine angemessene Stärke besitzt und ob beide Klassen in bestimmten Punkten verbessert werden müssen. Es gibt in der Closed Beta keine Klasseneinschränkungen. Das zugeordnete Charakterlevel ist mindestens 300. Folgende Features sind freigeschaltet: Verzauberung, Dungeon-Schlüssel, Arena Manager, Festung, Unterwelt, Pets, blablabla. Ne? Also ist natürlich alles da, ist alles freigeschaltet und man startet auch mit einem etwas höheren Level. Allerdings ist das wirklich nur für Leute, die halt das auch intensiv wirklich testen wollen und ihr Feedback dazu geben wollen. Das heißt, falls ihr auf diesem Beta-Server spielen wollt und das antizipiert, dort teilzunehmen, dann müsstet ihr auch wirklich schon einen triftigen Grund haben und dann euch mit der Klasse beschäftigen und eventuell selbst Dämonenjäger oder Druide sein. Muss nicht sein, ist natürlich von Vorteil, ne, um dann halt auch eben ein Feedback zurückzugeben auf Grund der Erfahrungen, die ihr dann auf dem Beta-Server gemacht habt, damit dort Player dann dementsprechend auch was mit anfangen kann. Ne? Also die Änderung kam jetzt doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Also ich dachte, das würde noch ein bisschen dauern, bis wir mit diesen Balance Changes rechnen können. Allerdings ist es jetzt dann schon soweit ab Montag, wo dann die Beta startet, und dementsprechend wird dann danach halt eben ein Schlussplädoyer gezogen oder nochmal was angepasst. Da kommt das halt eben jetzt ganz auf euch an, für die Leute, die 500, die da eben zuerst auf diesem Beta-Server starten und dort halt eben die Klasse testen wollen, wie sich das Ganze jetzt in Zukunft verhält. Ne? Natürlich bin ich, wie schon bereits erwähnt, immer sehr gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, auch wenn euch das betrifft, wenn euch das selbst betrifft, dann versucht es wirklich mal aus dem großen Ganzen zu sehen und nicht, oh, meine Klasse wird jetzt schlechter oder so, oder meine Klasse wird jetzt besser, sondern einfach wirklich versuchen, irgendwie unvoreingenommen an die ganze Thematik ranzugehen und halt eben auf das Verhältnis der Stärke der Klasse zu den anderen Klassen halt eben drauf zu achten, ob meine Klasse jetzt nun wirklich zu stark oder zu schwach ist. Ne? Das sind ja Sachen, die werden jetzt nicht jeden Tag irgendwie geändert. Am besten, man hat eben eine Klasse und die bleibt dann so, wie es ist. Ne? Dadurch, dass aber immer mehr Klassen halt eben hinzukommen, müssen halt auch gewisse Anpassungen in einer gewissen Art und Weise stattfinden, und demzufolge sind solche Balanced Changes dann mit der Zeit halt eben auch unumgänglich. Ne? Ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß auf den amerikanischen Server oder auf dem neuen europäischen Server, der jetzt dann heute gestartet ist.
Ne? Wie gesagt, ihr findet mich live auf Twitch. Ich bin dann eher auf dem amerikanischen Server unterwegs, weil ich das für mich interessanter finde. Ne? Mal gucken, ob wir auf den europäischen Server auch noch so ein bisschen reingehen werden. Aber ja, das erstmal soweit zu dem, wie ich jetzt die Server bespielen werde. Und natürlich dann halt auch wieder nicht auf Tryhard, ne? Sondern halt eben ganz locker, flocker vom Hocker. Ne? Ja. Ich wünsche euch viel Spaß sonst mit den Codes, die ihr jetzt zur Verfügung habt für die Server, falls ihr darauf starten wollt. Und das soll es sonst erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.